Also das ist die Masol. Die ist mit Kastanienrindenkrebs infiziert. Ich habe sie einmal eingekürzt, und zwar relativ dramatisch eingekürzt, in der Hoffnung, dass ich den Krebs quasi damit, oder den Schlauchpilz, der den Krebs verursacht, damit entfernen kann und der Baum gesund weiter wächst. Aber das war leider nicht der Fall. Der Rindenkrebs hat sich dann nach unten weitergefressen, also sprich auch der untere Teil war schon infiziert. Man hat es nur nicht gesehen. Ne? Dieser Stockaustrieb da, der hat in wenigen Monaten diese Höhe erreicht, was ja durchaus recht erstaunlich ist. Aber man sieht schon anhand der Orangenfärbung, ja, er wird entweder im Frühjahr nicht mehr austreiben können, weil der Pilz sehr wahrscheinlich im Winter weiter wächst und weiter frisst und bringt dann den Trieb auch zum Absterben. Ich wollte eigentlich warten, bis der Baum das ganze Chlorophyll in die Wurzeln zurückgezogen hat, aber so wie es ausschaut, wenn ich der Wettervorhersage glauben darf, dann ist das jetzt wahrscheinlich das letzte schöne Wochenende, bevor es schneit da herum. Na, und dann möchte ich das da jetzt einmal erledigt haben, vorher. Der Baum selber hat dieselbe Idee wie ich und hat da jetzt offensichtlich in den letzten Wochen im Spätherbst da angefangen, auch neu auszutreiben. Auf jeden Fall gebe ich dem Baum recht und sage, okay, wir beenden das Drama und fangen nochmal von vorne an. Er ist ja ein Klon, das heißt, alles was da ausschlägt, ist wieder eine Masol. Ja, das ist ja zumindest erfreulich an der Sache. Nachdem das ja nicht der erste Fall ist von Cophonectia parasitica in der Plantage, habe ich da folgendes Regime oder Ritual entwickelt, weil ich weiß ja nicht, ob es tatsächlich was nutzt. Ne? Also ich verwende zum Abschneiden immer dieselben Werkzeuge und dieselben Handschuhe und entsorge dann das kontaminierte Holzmaterial oder Rindenmaterial im Ofen. Das wird dann verbrannt bei mir. So. Na, und bei diesen Handschuhen gehe ich davon aus, also falls da irgendwelche Schmierinfektionen stattgefunden haben, dann sind die mit Sicherheit hochgradig infektiös. Bei der Säge gehe ich ebenfalls davon aus. Na, und dann beim Baumpflanzen oder bei anderen Maßnahmen an den Kastanien, dann habe ich natürlich ein anderes Werkzeug und andere Handschuhe. Na, ob das jetzt was bringt, ist eine völlig andere Frage, aber ich mache halt so. Na, wie man sieht, Erfolg ist fragwürdig. Ja? Also das ist jetzt, da unten ist die Marigold, na, da habe ich das ebenfalls schon durchgeführt. Die scheint jetzt ausgetrieben zu haben, ohne dass sie sofort wieder infiziert ist. Also da ist Hoffnung, dass der Baum jetzt zumindest einige Jahre uninfiziert weiter wachsen kann. Ne? Wie wir gesehen haben, hat auch die Marigold dem Schlauchpilz eigentlich nichts entgegenzusetzen, jedenfalls nicht in der virulenten Form, ne? Was natürlich ja ebenfalls eine tragisch erschütternde Erkenntnis ist. Aber die Marigold ist auch nicht bekannt dafür, dass sie jetzt besonders widerstandsfähig wäre. Also das ist jetzt keine große Überraschung. Ne? Bei der Masol ist das jetzt natürlich schon eine schwerwiegende Erkenntnis, weil alle meine Nachbarn haben Masol gepflanzt. Und dort sieht man ja, dass die stellenweise bereits Jahrzehnte mit dem Kastanienrindenkrebs überleben, dass die das relativ gut im Griff haben. Und ich habe auch eine Masol, die infiziert war oder immer noch ist, aber der das so gut wie überhaupt nichts ausmacht. Ja? Also war die Hoffnung groß, dass diese Sorte da ein bisschen mehr Resistenz aufweist und nicht sofort eingeht. Ne? Aber wie man da an dem Beispiel sieht, wenn das in einer virulenten Form auftritt, und das meine ich daran zu erkennen, dass eben die Rinde knallorange ist. Ja, dass man das, so habe ich das überhaupt noch nie gesehen, bei keiner meiner Kastanien, auch nicht im Wald. Dann dürfte da auch die Masol überfordert sein mit der Sache. So, lange Rede, kurzer Sinn. Schneiden wir das Schatzi ab. Ja, und da haben wir jetzt den Delinquenten. Und da sieht man jetzt diese knallorangen Ausbuchtungen. So, gehen wir jetzt in den Zoom hinein. Ja. Und ich gehe eben davon aus, dass das ein virulenter Schlauchpilz ist, also der nicht selbst an einem Virus erkrankt ist. Und dass es deswegen möglich ist, dass hier der Kastanienrindenkrebs auch eine Masol umbringt. Ja, wäre er hypervirulent, also mit einem Virus infiziert, hätte die Masol wahrscheinlich Chancen, ihn zu kontrollieren oder vielleicht sogar zu besiegen. Aber den Pilz kriegt man eh nie mehr aus der Plantage heraus. Ne? Er war ja vorher schon da. Meine Waldkastanien sind ja alle mehr oder weniger infiziert und sterben
mehr oder weniger langsam beim Kastanienrindenkrebs. Manche schon einige Jahrzehnte lang. Ne? Also mit dem Umstand muss man leben. Der Pilz ist da und der geht nicht mehr weg. Ne? Jetzt braucht halt Kastanien, die damit umgehen können. Aus irgendeinem Grund kann sich Coryphonectra parasitica unterirdisch nicht halten. Also das heißt, das muss ich jetzt da mit Erde abdecken. Es gibt da jetzt mehrere Fragestellungen. Die erste Fragestellung ist, wie kommt es zu der Pilzinfektion so knapp über dem Boden? Das ist jetzt schon der 1, 2, 3, ich meine der 4. Fall von einer Coryphonectra parasitica Infektion knapp über dem Boden. Das heißt so ungefähr 30, 40 cm. Wie kann es da in dieser Höhe zu einer Infektion kommen? Ne? Das ist das erste Rätsel. Rätselhaft bleibt auch die erratische Bluetooth-Verbindung meines Mic Air Mikrofons zur Insta360 X5-Kamera. Bezüglich Coryphonectra parasitica frage ich mich, warum Sorten, denen eine hohe Rindenkrebstoleranz nachgesagt wird, bei mir so schnell erkranken und größtenteils auch eingehen. Alle veredelten Bouche de Petit Sac, die mir als solche verkauft wurden, sind am Kastanienrindenkrebs gestorben oder haben ihre Oberlage dadurch eingebüßt. Sogar 2 meiner Castanea mollissima Sämlinge sind infiziert. Einer davon so schwer, dass ich ihn ebenfalls neu starten musste. Das ist jetzt die Castanea mollissima mit den etwas größeren Nüssen aus der Slowakei, ein Sämling. Ich kann nicht sagen, welche Sorte das sein soll oder ob es überhaupt eine Sorte sein soll, weil ich nicht weiß, woher die Gärtnerei in der Slowakei ihre Samen hat. Auffällig ist, dass der Baum heuer da einen Stockaustrieb oder einen Wurzelaustrieb gebildet hat. Und zwar einen sehr langen. Der ist schon gut 1,50 Meter hoch. Ja, die Frage ist, warum macht der Baum das? Das ist bei Kastanien eigentlich unüblich, wenn sie gesund sind, dass sie Wurzelaustriebe bilden. Ne? Oder Stockausschläge weiter unten, ne? Wenn sie nicht gepfropft sind. Also Sämlinge machen das eigentlich nicht. Also sie werden verbissen oder verfegt, dann natürlich schon, aber wenn es dem Baum gut geht, dann würde man das jetzt nicht erwarten. Ne? Aber damit ich das anschauen kann, ein bisschen unter zur Wurzelkrone, muss ich den einmal freilegen da. Ne? Nicht so einfach. Ja, und was immer das ist nicht gut. Ja? Also ich sehe da ja richtig zerbröseltes Holz. Da Rindenablösung ist nicht vollständig, aber merkwürdig. Ja? Ich kann jetzt nicht sagen, ob das Coryphonectra parasitica ist oder nicht. Ich meine, es würde alles darauf hindeuten. Der Stockausschlag, die vertikalen Risse, aber dieses merkwürdige Sägemehl da in diesen Rissen, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja? Es gibt keine Verfärbung, jedenfalls nicht ins Schwarze und nicht ins Orange. Jedenfalls nicht, was mir auffallen würde. Naja, da gibt es ein bisschen eine dunkle Verfärbung, dass man sagen könnte, ja, es ist eingefallen. Ja. Die nächste Idee wäre ja, es ist nicht Kastanienrindenkrebs, sondern es ist Phytophthora. Es steigt quasi vom Boden auf und hat da die Rinde zersetzt. Der Baum hat es aber überstanden, mehr oder weniger, und konnte es ausheilen. Ne? Das wäre auch eine Idee. Das würde auch erklären, warum die Infektion so weit unten ist. Aber ausgerechnet in dem Bereich da unten, dass das Kastanienrindenkrebs wäre, so tief unten. Weil wie kommt es zu der Infektion? Das ist jetzt schon der 3. Fall von einer extrem tief liegenden Infektion mit Kastanienrindenkrebs, also knapp über dem Boden eigentlich. Und es ist mir ein absolutes Rätsel, wie sich der Baum in dieser Höhe infiziert haben könnte. Ne? Welche Verletzung
Was verursacht eine Verletzung so weit unten? Ja, und wie kommt es dann zu einer Infektion mit dem Schlauchpilz? Das ist doch außerordentlich merkwürdig. Und ich glaube, ich habe es geschafft, dass der Austrieb da, der seitliche, unverletzt geblieben ist bei der Aktion. Ja, das sieht sehr gut aus. Also hat sie einen neuen Verbissschutz bekommen. Der Trieb ist ja schon wirklich 1,50 m hoch. Ne? Ja, schauen wir mal, wie das wird nächstes Jahr. Da habe ich auf jeden Fall mal großzügig mit Erde überdeckt. Also ich meine, dass das den Kastanien, wenn man sie ein bisschen tiefer eingräbt, dass sie eigentlich gewachsen sind oder gekeimt sind, nichts ausmacht, wenn die mit Erde überhäufelt werden. Zumindest ist das meine Erfahrung. Bei anderen Bäumen mag das anders sein, aber den Kastanien ist das relativ egal. Castanea mollissima mit kleinen Nüssen. Ja, ungefähr so klein wie die H2 in derselben Liga circa. Na, auch da wieder, die hat ja jetzt noch alle ihre Blätter. Na? Die Frage, hat die da Härchen auf der Unterseite oder nicht? Also ich sehe welche. Man sieht sie da silbrig glänzen, aber weich fühlt sich das deswegen nicht an. Ja, jetzt habe ich natürlich keine Castanea sativa mehr zum Vergleich. Ob man dort nicht auch silbrige Härchen auf der Unterseite sieht, kann ich jetzt nicht sagen. Halt ist das Licht dafür ideal. Na, also weich fühlt sich das deswegen jetzt aber nicht an. Jedenfalls nicht für mich.